Hallo liebe BVB-Fans, am Samstag um 18:30 Uhr wartet ein echtes Bundesliga-Topspiel. Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund am 12. Spieltag. Auf Werners Fußballecke gibt's heute meine BVB-Prognose inklusive der möglichen Dortmund-Aufstellung von Trainer Niko Kovac. Allen wichtigen Infos zum Spiel und mein Fußballtipp, der garantiert anders ist als noch in meinem Bundesliga-Tippvideo. Wenn dir das Video gefällt, gib einen Daumen hoch. Gemeinsam knacken wir die 100 Likes. Abonniere Werners Fußballecke und aktiviere die Glocke, damit du kein BVB-Video mehr von mir verpasst. Und Grüße gehen raus schon mal an Markus und André. Und jetzt geht's direkt rein in meine Dortmund-Prognose für das Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen. Seid gespannt! Ja, hier sehen wir schon einmal die mögliche BVB-Startelf für das Spiel in Leverkusen. Bevor wir uns aber gleich ausführlich mit der Kovac-Aufstellung beschäftigen, gibt es noch ein paar richtig spannende Infos zu diesem Bundesliga-Topspiel und beiden Teams. Schauen wir zunächst auf die aktuelle Fußball-Bundesliga-Tabelle vor dem 12. Spieltag. Bayer Leverkusen mit einem Punkt Vorsprung auf Platz 3, Borussia Dortmund auf Platz 4. Besser geht's fast nicht mehr für ein Bundesliga-Topspiel. Hier trifft der zweitbeste Sturm der Liga, Bayer Leverkusen, mit aktuell 27 Toren auf die zweitbeste Abwehr, Borussia Dortmund, mit nur 10 Gegentoren. Meine erste Einschätzung, das wird kein Spiel mit zu 0. Aber klar, dieses Spiel ist extrem wichtig für Dortmund. Bei einer Niederlage in Leverkusen könnte man bis auf Platz 7 abrutschen. Spannend wird auch, wie die Teams von der Kraft her die Champions-League-Spiele verkraftet haben. Dortmunds 4:0-Sieg gegen Villarreal war souverän und absolut verdient. Leverkusens 2:0-Sieg gegen Manchester City war schon eine echte Sensation, aber auch hier hat die Leistung 100% gepasst. Also hier treffen zwei Siegerteams aufeinander, ein echtes Highlight für den 12. Spieltag. Und ja, bei einem BVB-Sieg könnte man sogar bis auf Platz 2 in der Bundesliga klettern. Dortmund, jetzt heißt es kämpfen und 3 Punkte holen. Aber klar, das wird kein einfaches Auswärtsspiel für Dortmund. Gleich sehen wir, warum das so spannend wird. Hier sehen wir zum Beispiel schon mal die letzten 4 Bundesligaspiele beider Teams. Bayer Leverkusen, bis auf die Niederlage gegen Bayern, hat die letzten Spiele klar gewonnen. Zu Hause ist Leverkusen richtig stark. Von 6 Spielen wurden 4 gewonnen, 1 Unentschieden und eine Niederlage. Die Niederlage gleich zu Saisonbeginn gegen Hoffenheim änderte sich dann aber relativ schnell. Mit Trainer Kaspar Hjulmand hat sich die Mannschaft sowohl mannschaftlich als auch spielerisch gefunden und richtig gesteigert. Von insgesamt 11 Bundesligaspielen gewann Leverkusen 7 Spiele, spielte 2-mal unentschieden und verlor 2 Spiele, aber dennoch eine sehr gute Bilanz. Borussia Dortmund hingegen hat sich bei den 2 Unentschieden selbst um die Siege gebracht. Gegen den HSV fiel das Tor erst in der 97. Minute der Nachspielzeit, eigentlich ein Sieg für Dortmund. Gegen den VfB Stuttgart wurde eine 2:0-Führung verspielt. Der VfB konnte erst in der 91. Minute zum 3:3 ausgleichen. Auch hier wären 3 Punkte drin gewesen. Mit diesen verlorenen Punkten wäre Dortmund aktuell auf Platz 2. Aber gut, so steht's gerade. Nicht vergessen, BVB-Fans, Dortmund steht mit 3 Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage auf Platz 3 der Bundesliga-Auswärtstabelle. Dazu ein Torverhältnis von 10:6 Toren. Auch Leverkusen ist zu Hause schlagbar, also es ist alles möglich. Bevor wir uns gleich die mögliche Dortmund-Aufstellung genauer anschauen, werfen wir einen kurzen Blick auf die erfolgreichsten Torschützen und Vorlagengeber beider Teams in der Bundesliga. Wer könnte den Unterschied machen? Bei Leverkusen ist aktuell Patrick Schick wieder richtig on fire. In den letzten 3 Spielen, Bundesliga und Champions League, hat Schick insgesamt 3 Tore erzielt.
Dazu haben 7 verschiedene Bayer-Spieler die letzten 9 Tore in diesen Spielen erzielt, gegen Heidenheim, Wolfsburg und jetzt dann auch gegen Manchester City. Für Dortmund bedeutet das gesamte Team von Niko Kovac muss in der Defensivarbeit alles geben. Aber auch der BVB kann offensiv mithalten. In den letzten 3 Spielen, Bundesliga und Champions League gegen Villarreal, gab es 6 verschiedene Torschützen bei 8 Toren. Gerade Karim Adeyemi und auch wieder Stürmer Guirassy kommen langsam wieder richtig in Form. Beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart hat auch Maximilian Bayer ein starkes Spiel gezeigt. Er erzielte das 2:0 und bereitete das 3:2 von Adeyemi vor. Allerdings bleibt abzuwarten, ob Bayer bis zum Topspiel in Leverkusen fit ist. Aktuell fehlt er ja wegen einer Muskelverhärtung. Wenn der BVB etwas offensiver spielen und sich mehr Torschüsse herausspielen könnte, dazu mehr als 90 Minuten konzentrieren bleiben würde, wäre schon ein paar Punkte mehr auf dem Bundesliga-Konto. Die Defensive steht ja aktuell schon sehr gut. Also liebe BVB-Fans, und jetzt geht's zur möglichen Kovac-Aufstellung für das Topspiel in Leverkusen. Ja, das hier könnte für mich die Dortmund-Aufstellung für das Spiel in Leverkusen sein. Ein Fragezeichen bleibt natürlich, wird Maximilian Bayer bis zum Samstag fit? Auch bei Niklas Süle muss man noch abwarten. Aktuell ist er aber ohnehin nicht unbedingt für die Startelf eingeplant. In der Abwehr würde ich auf die bekannte Dreierkette setzen und natürlich mit Gregor Kobel im Tor. Davor Nico Schlotterbeck, Emre Can, der gegen den HSV einer der besten Dortmunder war und gegen Stuttgart den Elfmeter verwandelt hat, sowie Waldemar Anton. Klar, das Champions League-Spiel am Dienstag hat Kraft gekostet, aber in so einem wichtigen Bundesligaspiel muss Kovac sein bestes Team auf den Platz schicken. Im Mittelfeld ist für mich aktuell eine echte Bank Felix N'Mencha. Top-Laufleistung, einer der schnellsten Spieler im BVB-Kader, starke Zweikampfquote mit 53%, dazu auch kopfballstark und mittlerweile der Lenker im Dortmunder Spiel. Daneben hat sich noch keine klare Alternative festgespielt. Pascal Groß bringt Erfahrung und 10 Torschussvorlagen in der Bundesliga mit, ist aber mit 30,5 km/h ziemlich langsam für diese Position. Bellingham hat großes Potenzial und würde mit mehr Spielzeit sicher schon viel besser eingebunden sein. Sabitzer ist passsicher und erfahren, aber nur 42% gewonnene Zweikämpfe und mit 31,5 km/h nicht ganz auf dem Niveau von N'Mencha mit 34,1 km/h. Für das Topspiel gegen Leverkusen würde ich wegen der Erfahrung Sabitzer neben N'Mencha starten lassen. Würde es aber richtig nach mir gehen, hätte Bellingham längst mehr Spielzeit, um richtig im BVB-System anzukommen. Links außen Daniel Svensson. Sein Tor zum 4:0 gegen Villarreal war bereits sein 3. Saisontor. Dazu kommen 11 Torschussvorlagen in der Bundesliga. Natürlich ist er ein Linksverteidiger als ein offensiver Schienenspieler, aber man muss sagen, er macht da seinen Job schon sehr stark. Rechts würde ich wieder auf Jan Kauto setzen. Er braucht noch mehr Spielpraxis für sein Selbstvertrauen und Dortmund braucht dringend mehr Offensive. Ryerson hat zwar 5 Torvorlagen, aber noch kein Tor. Kauto kann sich da auch noch deutlich steigern. Vorne wird es dann richtig schwer. Für mich gehört Julian Brandt mit seinem Potenzial klar in die Startelf. Auch wenn sich Brandt und Chukwuemeka in den Statistiken ähneln, spricht schon sehr vieles für Julian Brandt. 11 Torschussvorlagen zu 6, 2 Tore zu 1. Einzig die Passquote ist bei Chukwuemeka stärker, 87%, Brandt 76%. Aber durch die Kovac-Taktik kann nur einer von beiden spielen. Denn vorne stehen Adeyemi, Bayer, wenn er fit ist, und Guirassy in der Verantwortung, was die Tore angehen. Brandt ist deshalb für mich gesetzt. Dazu Karim Adeyemi, der wieder klein vorkommt. Tor gegen Stuttgart und Villarreal. Und vorne drin natürlich für mich Guirassy.
In solchen Topspielen muss der BVB mit der besten 11 antreten. Dieses hier wäre für mich die stärkste. Dazu hast du immer noch einen Fabio Silva, den man je nach Spielstand in der Halbzeit 2 bringen kann. Genauso wie auch Choupo-Moting. Bevor wir zur BVB-Taktik kommen, ein kurzer Blick auf die mögliche Startelf von Bayer Leverkusen. Das hier war die Startelf beim 2:0 Sieg gegen Manchester City in der Champions League. Für Bolosian könnte Tapsoba zurück in die Dreierkette kommen, vielleicht kommt auch Andrich, für Mazza oder auch Hoffmann könnte auch wieder spielen. Oder Hjulmand setzt erneut auf seine Champions League 11, das wäre natürlich auch absolut möglich. Wenn der BVB in Leverkusen wieder so kompakt verteidigt, 95 Minuten konzentriert bleibt und sich offensiv mehr zutraut, was im Kader definitiv steckt, kann Dortmund auch dieses Spiel gewinnen. Erfahrung und Eingespieltheit sprechen für mich sogar leicht für Dortmund, denn Bayer ist ein komplett neu geformtes Team. Wichtig nur, Niko Kovac darf nichts Verrücktes ausprobieren, nicht nochmal so wie in Halbzeit 1 gegen die Bayern. Fokussiert sich Dortmund auf seine Stärken und tritt so auch wie in der Champions League, sind 3 Punkte absolut möglich. Ein Punkt sollte auf jeden Fall drin sein. Mein Tipp für Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund ist mutig, aber ich gehe auf ein 1:2 Auswärtssieg für den BVB. So, liebe BVB-Fans, was tippt ihr für dieses Topspiel? Haut euren Tipp unten in die Kommentare. Wenn dir meine Dortmund-Prognose gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniere Werners Fußballecke und verpasse kein VfB-Video mehr von meinem Fußballkanal. Also, Daumen drücken, bleibt sportlich und wir sehen uns. Tschüss.